Hallo Internet, ich bin schon wieder hier mit dem Boris, weil er nicht weggehen will. Und wir haben noch mehr, was wir euch zeigen wollen an Materialvorstellungen. Und diesmal geht es um Warblers Finest Art. Das hat einen behinderten Namen und er hat es auch wieder erfunden. Hat er nicht. Okay, abgesehen von dem komischen Namen, von welchem Tier stammt dieses Material? Vom Schuh. Super. Okay, dann erzähl uns am besten auch was dazu. Im Prinzip ist es wieder ein Thermoplast, das heißt, du machst es warm, wird verformbar. Man kennt es auch wieder ähnlich von der Verarbeitung her wie Wonderflex. Der Unterschied dazu ist, dass du sowohl ein Plattenmaterial hast, wo du platte Oberflächen machen kannst, als auch das Ganze zu einer Modelliermasse machen kannst, von der thermoplastischen. Das heißt, du hast so ein bisschen die Knetmasse. Ja, also es ist wirklich so, das Zeug kommt in Plattenform, allerdings müsst ihr dabei nicht bleiben und es ist wie zum Beispiel bei Wonderflex, dass ihr es nur biegen und drehen und so weiter könnt, sondern ihr könnt es auch komplett zusammenmatschen und daraus einen Penis formen, wie ihr wollt. Das finde ich ziemlich interessant an dem Material, weil es extrem viele Möglichkeiten bietet, leicht zu verarbeiten ist, relativ stabil ist und dann auch noch nicht viel Gewicht hat. Wieso sollte man es nicht lieben? Weil es braun ist vielleicht, aber blablabla. Gucken wir uns an, was wir alles daraus machen. Die erste Technik, die wir euch wieder zeigen wollen, ist das Abformen. Dazu nehmen wir diese kleine zuckersüße Maske und umhüllen sie mit Alufolie. Das hier ist das Warblers Finest Art. Ihr könnt es ganz simpel mit der Schere schneiden. Und es wird wie Wonderflex mit der Heißluftpistole erhitzt. Warblers hat eine glänzende und eine raue Seite. Die glänzende ist selbstklebend, darauf müsst ihr achten, wenn ihr es verarbeitet. Mit etwas Wasser verhindert ihr allerdings den Klebeeffekt. Ungleich zu den ganzen anderen Materialien wie Wonderflex und Cobra Cast Art müsst ihr bei dem Abformen darauf achten, dass ihr Warblers Finest Art in die Form drückt und nicht zieht. Denn Warblers Finest Art ist ein Mischgranulat aus Kunststoff und Holz und ihr würdet durch das Ziehen sehr schnell Löcher in das Material bringen. Nachdem es abgekühlt ist und die Form dank der Alufolie leicht entfernt wurde, wird der Überschuss abgeschnitten. Den Rand kann man anschließend nochmal erhitzen und sauber formen oder abschleifen. Dazu gibt es gleich noch mehr. Tada! Hier seht ihr jetzt die Reste. All diese kleinen Stücke erhitzen wir nun auch und pressen sie wieder ins Material. So haben wir absolut keine Materialverschwendung. An diesem Stück zeigen wir euch jetzt eine weitere Möglichkeit, Warblers zu verarbeiten. Es ist auch als Modelliermasse zu gebrauchen. Unser Edelsteinchen wird zwar keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber wir wollten auch nur eine simple Form machen, weil wir euch einfach zeigen wollen, wie das Material funktioniert. Das hier wäre jetzt die grobe Form. Und jetzt zum besten Part. Warblers Finest Art kann man auch schleifen. Das ist im Vergleich zu den anderen vorgestellten Materialien das Beste.
Ihr seht allerdings, dass sich beim Schleifen so kleine Fussel auf der Oberfläche bilden. Das ist der Kunststoffanteil des Materials, der mag das nicht so gern geschliffen zu werden. Aber auch dafür haben wir eine Lösung. Nach dem Schleifen einfach noch einmal leicht erhitzen und einmal mit dem Finger drüber streichen und schon ist alles wieder gut. Und hier ein weiterer toller Punkt. Ihr könnt es auch ohne großen Aufwand lackieren. Ich empfehle trotzdem, es vorher zu grundieren, aber ihr seht, wie gut es schon nach einer Schicht Farbe aussieht. So sieht zum Beispiel unsere fertige Maske aus. Und hier seht ihr auch nochmal den Engelskopf aus Warblers, welchen wir in der letzten gebastelten Episode für Cobra Cast benutzten. Die Blume ist auch komplett aus Warblers Finest Art hergestellt. Für mehr Bilder, zum Beispiel auch von Rüstungen und Waffen, besucht am besten die Cast 4 Art Facebook-Page. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Denn ja, ihr müsst nicht nur Kleinteile aus Warblers machen oder filigrane Sachen, sondern ganze Rüstungen gehen auch wahnsinnig gut mit dem Material. Also ihr habt gesehen, das Material ist sehr vielseitig in Verarbeitung, Anwendung und auch Weiterverarbeitung. Hätte ich mir jetzt die Mühe gemacht, es erst zu grundieren und dann zu lackieren und vielleicht noch einen Klarlack drauf zu machen, dann wäre das Ergebnis sofort perfekt gewesen. Und das, obwohl ich es nur angeschliffen habe. Und solche Ergebnisse bekommt man halt bei anderen Materialien, wie zum Beispiel das Cobra Cast Art oder auch bei Wonderflex nicht so leicht, ohne dass man noch irgendeine andere Schicht drauf machen muss und so weiter. Und das finde ich wirklich bei dem Material ziemlich gut. Und auch, dass man die ganzen Reste vom Verschnitt einfach zusammenpacken kann, es warm machen kann und dann wieder einen neuen Klotz hat, mit dem man arbeiten kann, ist wahnsinnig kosteneffizient und dadurch auch für den Verbraucher ziemlich cool. Und das Zeug hat, wie ich finde, auch das Potenzial, eins meiner Lieblingsmaterialien zu werden, weil man einfach so viele Freiheiten damit hat und es auch so gut wieder weiterverarbeiten kann oder neu erhitzen kann und so weiter. Also wenn ihr Bock auf diese Materialien bekommen habt, dann könnt ihr die in großen Mengen entweder bei ihm bestellen, also bei www.cast4art.de, den Link findet ihr auch hier unten, oder ihr bestellt sie bei mycostumes.de, das ist ja der Cosplay-Shop, den ich immer anpreise. Da gibt es sie auch in kleineren Mengen, falls ihr die nur mal ausprobieren wollt. Gut, das war's dann für diese Woche. Der Boris sitzt still neben mir. Wir stehen eigentlich, aber das seht ihr nicht, weil wir sind lustig. Und jetzt werdet ihr geblockt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe keine Lust mehr. Und so ein Ergebnis hat man halt zum Beispiel bei das war ein guter Take. So far. Wie gut. Gut. Wolltest du noch was sagen? Du hast Geräusche mit deinem Mund gemacht, deswegen habe ich gedacht, da käme jetzt was raus.